Guten Morgen, ihr Lieben, zur Tagesbotschaft. Gucken wir, welche Nachricht ich euch mitgeben darf. Ich nehme heute mal die Seherkarten von Sven. Wir haben ein bisschen eine andere Bildsprache. Wow, schon mal gute Voraussetzungen, ne? Wir haben hier alles, was wir brauchen, in den Händen. Die Eieruhr dreht sich um. Wir können unsere Möglichkeiten nutzen. Es gibt nichts mehr zu warten. Möglicherweise haben wir hier jemanden, mit dem wir zusammen etwas umsetzen, mit dem wir zusammen unsere Pfeile abschießen, damit wir etwas Größeres erreichen. Zielgerichtetheit ist hier wichtig, ne? Unterstützung bei den Dingen, magische Möglichkeiten. Im Kopf haben wir vielleicht, dass wir zu lange gewartet haben, dass wir in einer Phase waren, wo alles stillstand, wo wir uns vielleicht auch ins Netz gegangen oder irgendwo rein versponnen, verwoben haben. Und jetzt darf hier losgehen, ne? Irgendwelche Sachen wurden hier ausgebremst. Aber wir haben jetzt hier die Möglichkeit, aus dem Stillstand rauszugehen, uns vom Stillstand zu verabschieden. Hier hat man irgendetwas nicht überwunden. Das Unterbewusstsein zeigt hier so einen trennenden Aspekt, ne? Möglicherweise geht es hier auch um eine Freundin. Ich denke gerade an meine. Ihr wisst ja, die verstorben ist an Weihnachten. Und man spürt vielleicht ja auch, dass die Welt kurz stillgestanden hat und dass man eigentlich sich gewünscht hätte, an diesem Punkt etwas weiterzumachen, etwas zusammen umzusetzen. Aber hier kommt auch wieder jemand, der diesen Part erfüllen kann, der gemeinsam mit uns Möglichkeiten umsetzt und so auch dieses trennende Gefühl irgendwie beendet, schmälert oder auch diesem Gefühl, ich bin wie eingefroren. Wir haben hier ein bisschen die Umwege dabei. Das heißt, in der Vergangenheit sind wir vielleicht durch verschiedene Dinge gegangen, die viel Verstrickung mitgebracht haben oder wo der Weg einfach erschwert war oder auch ungut, ungesund, wo Konkurrenz eine Rolle gespielt hat, vielleicht auch untereinander. Die Mutterthemen habe ich stark hier dabei. Das Verstricktsein in Situationen mit dem weiblichen Part in uns oder auch um uns. Hier liegt sehr viel genesende Energie, ne? Hier darf man für sich einstehen. Man muss sich überlegen, was ist mir was wert, ne? Wir haben hier so einen Konflikt, da geht es um Geld. Da geht es darum, wer hat was investiert oder wer investiert was. Geld, Freundschaft, Zeit. Wo hat man selber das Gefühl, dass man zu wenig vielleicht auch ist? Hier sind mehrere Personen zugange. Es gestaltet sich so, dass das Umfeld sich neu aufstellt. Auch das hatten wir, glaube ich, die Tage irgendwie schon mal. Es geht darum, wer investiert was, wo darf man für sich einstehen und wo nutzt man einfach die Möglichkeiten, die man hat. Da gibt es doch so einen schönen Spruch: Wenn ich nicht die haben kann, die ich liebe, dann muss ich die lieben, die ich habe. Und es geht darum, sich auf die Reise zu machen zu etwas, ein Schlupfloch an Beziehungen auch mitbringt. Eine Sache, wo man vielleicht auch mal über den Tellerrand rausguckt, ne? Es geht um Freundschaft, es geht um Verbundenheit, es geht um neue Menschen. Und es geht auch darum, loszulassen, wo du denkst, von mir wird nur runtergebissen oder ich
investiere mehr als jemand anders, wobei das sich aufwiegen, ist auch nicht schön, ne? Trotz allem nötig, denn wenn man immer wieder das nährt, was einem nicht zurückgibt, ist man irgendwann leer und dann hat man nämlich diese Situation. Hier geht es schon auch darum, die innere Leere wieder zu füllen und zwar nicht mit Aktionen oder mit Taten, sondern mit Menschen. Hier steht sozusagen eine Neugeburt vor an Freundschaften, an inspirierenden Leuten, an Leuten, die uns auch stützen, die unser Beziehungskonstrukt verändern, mit denen wir zusammen ein Stück weit auf unserer Lebensreise gehen. Aus dem Stillstand hier ins beschwingte Weiterkommen. Was darf ich hier noch wissen? Genau um das geht es. Ne? Es geht darum zu erkennen, wir haben hier jemanden mit dem Harlekin, der ist eine Kunstfigur. Der weicht bewusst von den normalen sozialen Normen ab. Der lehnt den Mainstream ab. Der ist schrill, voller Idealismus. Und trotzdem ist es jemand, der vielleicht nicht ganz in unser Beutesystem passt, aber der uns vielleicht auch sehr bereichert. Ne? Unten haben wir noch die heiligen drei Könige. Wir haben hier Personen, das ist eine tolle Legung irgendwie, ne? Weil alle der heiligen drei Könige bringen hier was anderes mit. Verehrung, Erkenntnis, Erleuchtung, Überzeugung. Man macht sich auf den Weg, man kriegt irgendwie ein wertvolles Geschenk. Die überbringen alle was, ich weiß es nicht, was war es, Weihrauch, Myrrhe und... Ja, so kann man das sehen. Ne? Also man darf hier ruhig auch mal mit jemandem, der nicht ins Beuteschema passt, eine Verbindung eingehen, weil die Reise da ganz schön nach vorne geht. Man entdeckt irgendetwas, man entdeckt etwas Wertvolles, was jemand mitbringen kann, obwohl man das so nicht gedacht hätte oder das gleich mal auch ausschließt. Und wir haben hier echt die magischen Möglichkeiten. Ein Konstrukt vielleicht auch, was uns ein Stück weit mitbringt, was uns so fehlt. Ne? Immer dieses dem Normalen folgen und ja, nirgends auffallen. Nein, man darf auch mal jemand sein, der eben von der Normalität abweicht. Der das Beziehungsleben wie so ein Puzzle vervollständigt und der einem am Ende ein großes Geschenk mitbringt, nämlich eine andere Wertigkeit auch zu den Einstellungen oder zu den, wie nennt man das, zu den Gaben, Talenten oder Eigenschaften, die jemand hat, die man auch lieben kann. So, der Wiedehopf. Ich bin ein Botschafter guter Nachrichten. Ich helfe dir, Antworten auf deine Fragen zu finden. Ich bringe dir Intuition, Inspiration, Kunst und Kreativität. Also wenn der Harlekin mal keine kunstvolle Person ist. Ne? Okay, ihr Lieben, das lassen wir für heute so stehen. Ich freue mich. Das heißt auch wieder, wir sollen neugierig sein auf die Menschen, nicht ausschließen, was wir nicht kennen, ein bisschen öffnen, auch für das Fremde, um auch zu überwinden, wo wir vielleicht verloren haben, was uns ja am Herzen lag an Personen. Bis morgen.